Willkommen zum 5. Campus-Rundgang an der TU Dresden. Nur diesmal sind wir nicht in Dresden unterwegs, sondern heute fahren wir nach Tharandt und erkunden dort den Campus. Mit der Bahn brauchen wir dazu nur 15 Minuten und mit dem Semesterticket ist das für euch auch völlig kostenlos. Also festes Schuhwerk an und los geht's! Tharandt ist eine der ältesten forstlichen Ausbildungsstätten der Welt. Heinrich Kotter begann hier schon 1811 die forstlichen Ausbildungen anzubieten. 1929 wurde die Forstliche Hochschule an die damalige Technische Hochschule Dresden angeschlossen. Heute studieren hier ca. 800 Studierende an 9 verschiedenen Instituten. So, jetzt sind wir auf dem Bahnhof in Tharandt angekommen. Wir müssen noch ein bisschen in die Stadt laufen. Dort treffen wir uns heute mit einigen Studierenden, die uns ein bisschen was zum Leben und Studieren hier auf dem Campus in Tharandt erzählen wollen. Servus! Hi, grüß dich. Willkommen am Campus von Tharandt. Mein Name ist Sandra und ich studiere Forstwissenschaften. Ja, Sandra, super, dass du uns heute den Campus zeigst. Dafür schon mal vielen lieben Dank. Ich meine, du kennst dich hier am besten aus. Was ist vielleicht ein guter Startpunkt, damit wir hier eine erste Übersicht bekommen über den Campus? Wir gehen jetzt erstmal zur Burg hoch. Da haben wir einen ganz, ganz tollen Blick über unseren Tharandter Campus. Komm mal mit. Gut. Oh ja, die Aussicht lässt sich sehen. Ja, hier hast du einen schönen Überblick über Tharandt. Links hoch ist der Forstbotanische Garten und dahinter kommt dann der Tharandter Wald. Dort müsste doch der Bahnhof sein, wo wir hergekommen sind. Genau. Von dort bist du mit dem Zug dann ja aus Dresden gekommen und wir sind dann hier durch die Ortschaft an der Kirche dann hoch. Die Burg. So, und wo ist der Campus? Den haben wir hier rechts. Auch mit einem echt schönen Blick dann. Der stängelt sich dann hier das Tal hoch mit den ganzen Gebäuden da oben. Na super, da würde ich meinen, gehen wir da mal hin, oder? Ja, gehen wir. Na dann. So, jetzt sind wir am Forstbotanischen Garten, dem Sächsischen Landesarboretum. Der ist aufgeteilt in 2 Teile, einem alten Teil und einem neuen Teil. Im neuen Teil ist es vor allen Dingen interessant, dass wir da den Indian Summer haben, also ein super schönes Farbspiel der Ahorne, wenn sie im Herbst ihre Farben wechseln, die Blätter. Und hier ist es halt so, dass halt jeder uns besuchen kann. Okay, cool. Eintritt kostenlos oder? Genau, der Eintritt ist kostenlos und da kann halt jeder vorbeikommen. Super cool. Werdet ihr als Studierende denn hier auch aktiv? Ja, werden wir. Wir können als Studierende hier zum Beispiel Versuche aufbauen, um Daten zu erheben für unsere Bachelorarbeiten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal durch den Wald zum Campus runter. Gut. So, ich würde dich dann jetzt an meine Kommilitonin, die Anne, weitergeben sozusagen. Ich habe jetzt nämlich noch Vorlesungen und da müsstest du einmal nur über die Straße hier zum Judaichbau dann. Gut, dann werde ich das machen. Ich danke dir vielmals. Ja, sehr gerne. Man sieht sich sicherlich noch mal und Ja. dann viel Spaß dir noch. Ciao. Ciao. Moin. Hi, na? Ich bin die Anne, ich studiere im Master Forstwissenschaften hier in Tharandt. Ja, und vielen Dank, dass du uns heute was vom Campus zeigen willst. Gerne. Können wir gleich anfangen? Na klar, let's go. So, ja, hier ist der Judaichbau. Hier drin haben wir unseren größten Hörsaal und ein paar Labore für Holzchemie und Bodenkunde. Also ich würde sagen, man kann hier ganz klar erkennen, was man in Tharandt studieren kann und es sieht wirklich verdammt schön aus. Ja, ne? Ja, wenn du willst, kannst du auch mal dein Wissen testen, da oben die Baumarten erkennen. Oh, ich würde sagen, wir bleiben lieber im Laufschritt und lassen das mal besser. So, wir hätten da hinten noch den Stöckertbau. Alle anderen Uni-Gebäude sind allerdings in die Richtung, deswegen gehen wir mal da lang. Und ich nehme meinen Hund noch mit. Wie heißt der? Das ist der Kasimir. Cool. Das wird hoffentlich mal ein Jagdhund, wenn er groß ist. So, langsam.
Genau, hier gehen wir auch schon in Richtung Weißeritz. Okay, also die Weißeritz ist ja jetzt schon wirklich sehr nah am Campus. Wie sah denn das 2002, 2013 aus hier? Ja, ich war nicht dabei, aber die Jahrhunderthochwasser, die haben hier in Tharandt ganz schön gewütet. Es ist vieles kaputt gegangen. Seitdem hat man auch einiges neu gebaut und umgebaut. Das kann ich dir aber an der Mensa hinten besser zeigen. Okay, cool, dann gehen wir da gleich hin. Ansonsten, wenn ihr noch was zur Jahrhundertflut sehen wollt, schaut euch gerne das Format Die gute Frage an. Da sind verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich zu dem Thema äußern. Ist hier oben verlinkt. So, ja, hier haben wir jetzt die Mensa und die Bibliothek obendrauf, die Zweigbibliothek Forstwesen. Das hat man geändert seit dem Hochwasser, dass die Bücher jetzt notfalls im Trocknen sind. Außerdem, wenn eine Flut kommt, was wir jetzt nicht hoffen, können wir hier einfach nur die Türen aufmachen, die Mensastühle hochstellen und dann fließt das Wasser durch. Praktisch und clever, würde ich meinen. Die Mensa ist für mich immer ein Lieblingsort an jeder Universität. Wie sieht es bei euch aus? Schmeckt es dir und was ist vielleicht dein Lieblingsgericht? Also solange Nudeln dabei sind, ist alles gut. Heute gibt es Krautnudeln, kann ich empfehlen. Jetzt gehen wir aber erstmal noch zum Hauptgebäude rüber. Super, okay. Okay, ja, hier haben wir das Hauptgebäude. Hier haben wir verschiedene Waldinstitute und Hörsäle drin und ich finde, es ist eines der schönsten Gebäude, das wir hier auf dem Campus haben. Definitiv sehr grün. Was ich mich frage, was für einen Studiengang muss ich denn studieren, damit ich am Ende bei euch hier in Tharandt lande? Verschiedene Möglichkeiten. Zum einen den Bachelorstudiengang Forstwissenschaften. Da fangen so jedes Jahr um die 120 Leute an. Darauf aufbauen kannst du dann den Masterstudiengang Forstwissenschaften studieren. Es gilt aber auch Holztechnologie und Holzwirtschaft. Oder du gehst international in die Tropical Forestry. Okay, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich bin schon ganz schön platt. Der Campusrundgang ist schon recht lang. Können wir irgendwo entspannt einen Kaffee trinken gehen? Das kriegen wir hin. Da gehen wir am besten ins Bahnwärterhäuschen. Okay, cool. Einfach nur. Hallo. Servus. Ja, ich hätte gerne einen Kaffee. Einfach ohne alles. Ich gerne einen Kakao. Vollmilchkakao. Jawohl. Danke. Super, ich hätte ein paar Fragen an dich. Und zwar zum Beispiel, ja, wenn ich das hier alles so sehe, was denkst du denn, was zeichnet euren Studiengang und vor allem hier auch den Studienort Tharandt denn besonders aus? Naja, für uns Forstwissenschaftler ist es natürlich super, wenn man aus dem Hörsaal rausgeht, dass man sofort im Wald ist. Also die Nähe zum Wald ist hier in Tharandt das Nonplusultra für uns. Dazu gehört, dass das Ganze hier eigentlich einfach eine Nummer kleiner ist. Tharandt ist wie ein großes Dorf, eigentlich ist es eine Kleinstadt. Jeder kennt jeden, man läuft hier rum und kommt nicht aus dem Grüßen raus. Also das ist eigentlich das, was für mich Tharandt schön macht und den Campus hier. Ja, das kann ich natürlich definitiv nachvollziehen. Wie oft geht ihr denn eigentlich so in den Wald? Mehrmals in der Woche, also entweder für Exkursionen jeder Art, entweder für Waldbau oder für botanische Artenkenntnis und so weiter. Ansonsten gehen viele von uns auch zur Jagd in den Wald. Und Tharandt ansonsten als Stadt, haben wir hier noch Besichtigungsmöglichkeiten, Kultur, wie sieht es hier aus? Ja, also du kannst, wenn du vom Bahnhof kommst, siehst du ja gleich erstmal die schöne Burgruine da oben. Dankeschön, vielen Dank. Sehr gut. Danke. Das Bahnwärterhäuschen gehört natürlich auch dazu, zum Kaffee trinken oder zum Kuchenessen oder so. Wir haben hier die Kuppelhalle, das ist so ein kleiner Veranstalter, der regelmäßig kleinere Konzerte gibt oder Leseabende und so weiter. Und ich meine, wie oft fahrt ihr nach Dresden? Ganz ehrlich? Ja, ganz ehrlich, ich gar nicht so häufig. Okay. Weil man hier eigentlich alles hat, wenn man seine Freunde hier hat, dann Ja. bleibt man halt hier zum abends noch was trinken oder so. Aber wer es möchte, wer es braucht, in 20 Minuten ist man ja drüben in Dresden. Und ich kenne einige, die jetzt jeden Mittwoch oder Montag irgendwie noch in die Gisela gehen oder in irgendeinen anderen Studentenclub und so weiter. Was für eine Frage ich auf jeden Fall noch gehabt hätte. Wir hatten ja hier gerade schöne Bläser im Hintergrund. Wer war denn das?
Das sind die Tharanter Jagdhornbläser, einer der vielen studentischen Vereinigungen und Organisationen, die wir hier haben. Gehört zum jagdlichen Brauchtum dazu, dass man auch mal Jagdhorn bläst und das gehört vor jeder Drückjagd oder nach jeder Drückjagd irgendwie dazu. Und hier kann man es lernen. Okay, cool. So, die Getränke sind leer, wir sind gestärkt. Ich würde sagen, wir schauen uns noch den Rest vom Campus an, oder? Gerne. Na dann. So, hier sind wir jetzt auf einem Teil des Bäume des Jahres Campus. Es ist so, dass der Fachschaftsrat jedes Jahr mit den Erstis zusammen den aktuellen Baum des Jahres pflanzt. Finde ich ganz schön. Ansonsten haben wir hier im Hintergrund ein Wohnheim, was wir hier noch haben. Der Rest, der wird einfach hier irgendwie in einer WG oder in einer Wohnung wohnen. Okay, und wohnen tatsächlich auch noch Leute in Dresden und pendeln dann hin und her? Oder wie sieht Die das aus? meisten, denke ich, ja, schon. Okay. Ich habe auf dem Weg für die Mensa Bärbel gesehen. Was hat es denn damit auf sich? Ich dachte, wir waren schon an der Mensa. Ja, die Mensa Bärbel, das ist so ein Tharanter Urgestein. Die gehört hier einfach dazu. Gäbe es die nicht, da gäbe es den Kotterclub, so wie er heute ist, nicht mehr. So viel zur Mensa Bärbel. Ich zeige dir aber mal noch den Kotterbau. Na, los. Das Gebäude hier habe ich doch schon oben von der Burg gesehen. Ja, möglich. Da schließt sich hier der Kreis. Das ist der Kotterbau, das letzte Gebäude, würde ich sagen, was ich dir zeige. Hier drin ist Forstbotanik, Forstzoologie, Naturschutz und die tropische Forstwirtschaft. Dann möchte ich mich ganz lieb und nett bei dir bedanken, dass du uns heute hier über den Campus geführt hast. Gerne bis zum nächsten Mal. Gerne, danke. So, und für uns war es das heute mit dem 5. Campus-Rundgang an der TU Dresden in Tharant. Tschüssi! Na komm.